Energie. Es gibt viele Formen von Energie. Wärmeenergie, elektrische Energie, chemische Energie, Kernenergie, Solarenergie, Windenergie. Energiefelder im unendlichen Orbit, durch den das Marvi-Mobil auch heute seine Kreise zieht. Mit einem Moderator, der vor Energie sprüht. Ja, auch das ist Energie. Hier ist Marvi Hammers Hörbuch zum Magazin. so. Das Cockpit blinkt wieder. Kein Staubkörnchen. Und jetzt? Du hast einfach zu viel Energie. Ja, Alvina. Im Gegensatz zu... der Anrufbeantworter. Lange nicht mehr abgehört. Sie haben 3 neue Nachrichten. Spuck's aus. Ein bisschen mehr Respekt vor den elektronischen Helfern. Schon gut, Alvina. Ja, hallo, hier ist die Alcom. Schade, dass Sie gerade nicht, aber... Herr Hammer, wir haben ein galaktisches Angebot für Sie, unseren neuen All-in-All-Tarif bei Online-Bestellung. 4 Lichtwochen umsonst. Und das ist noch nicht alles. Der nächste. Hier spricht Ibram vom Planeten Xodalab. Ich warte immer noch auf deinen Grüße. Ist? Auf den Besuch kannst du lange warten, du rückwärts sprechender Alienfrosch. Der nächste. Hallo? Muss ich jetzt sprechen? Mensch, ich komme mit die Dinger einfach nicht klar. Also, wenn es läuft, läuft, das kann man nicht machen. Herr Hammer, wenn Sie mich da oben hören können, dann wäre es schön, wenn Sie bei Gelegenheit mal... Der Hausmeister. Komisch, Woher hat der denn meine Nummer? Fangen wir mal an. Gibt's da etwa eine Rufumleitung? Positiv. Also, wie gesagt, die Sache ist die folgende Problematik. Ich soll das Studio umweltfreundlich machen, also Energie sparen, von wegen Eisbären und den Treibhauseffekt und Strand vor Berlin und so weiter. Ich hab einfach keinen Schimmer. Ich weiß nicht wie. Und da dachte ich mir, man kann die Vergangenheit ja mal ruhen lassen. Dieser Marvi Hammer, der weiß ja viel über Tiere und Klima und alles mögliche Bescheid. Und mir persönlich fehlt da einfach die Energie. Der eine hat zu viel Energie, der andere zu wenig. Ja, aber der Hausmeister meint, glaube ich, eine andere Art von Energie. Alvina, Kurs auf die Heimat. Erde, Studio, wie lange etwa noch? Ich sag's doch. Einfach zu viel Energie. Und warum? Solarzelle und Energiequelle. Weil das heute unser Thema ist. Erneuerbare Energien. Eine Expertin habe ich auch. TJ aus dem US-Bundesstaat Virginia. Sie und ihre Familie haben alles versucht, um Energie zu sparen. Mal hören, wo sie gerade steckt. TJ am Apparat? Hi. TJ, hier ist Marvi. Du bist ja ganz außer Atem. Ich komme gerade aus dem Keller. Ich bin dabei, die Klimaanlage auszustellen. Die läuft bei uns rund um die Uhr. Verbraucht viel Strom und damit wertvolle Energie. Schließlich kann ja wohl jeder einfach mal die Fenster aufmachen, oder? Nicht jeder, TJ. Nicht jeder. Ach so, du lebst ja in einem Raumschiff. Naja. TJ, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich will einem, Freund wäre zu viel gesagt, einem Bekannten helfen. Der soll sein ganzes Studio energiesparend gestalten. Du kannst mir sicher ein paar Tipps geben. Klar, Marvi. Meine Familie hat alles versucht, um weniger Energie zu verbrauchen. Wenn du willst... Ja, dann fass das doch mal in 10, 12 Minuten zusammen. Schön knackig und so, nicht? Dass es jeder versteht. Vor allem Kinder. Na klar. Ich bin doch selbst erst 14. Ich melde mich dann. Schnell noch hören, was meine World Reporter so machen.
Ming scheint ja gut drauf zu sein. Hi Ming, what's up? Hi, Marvy. I'm in the garden. Im Garten? Ach richtig, ihr wolltet mal einen richtig grünen Tag einlegen. Bisschen entspannen, bisschen Gartenarbeit. Exactly, Marvy. We're going to plant a spectacular garden. A water garden. Me too. I'm planting a vegetable garden. Take a look at these tomatoes. So am I. I'm planting a wildflower garden. A water garden. Tomato. Wildflower. Water. Tomato. Wildflower. Water. Wildflower. Ein Wassergarten? Ein Gemüsegarten? Ein Blumengarten? Mir scheint, meine World Reporter müssen sich erstmal einig werden. Beautiful tomatoes. I need to add some fertilizer to help them grow really big. Ich höre wohl nicht richtig. Roberto will mit Chemie düngen, damit seine Gurken, Tomaten und Bohnen groß werden. Da ist bestimmt ein Totenkopf auf der Flasche. Mal hören, was Ming macht. I love my water garden. Oh, hört sich an wie ein ganzes Wasserwerk. Und JC? I love my wildflower garden. It's a perfect place for bees. Roberto, stop it! Huh? Chemical fertilizers aren't good for my flowers or the bees. Ming! You just wait! I'm gonna turn off the water! Turn the water back on, Roberto! Stop spraying chemicals, Roberto! Oh je, das kann ja heiter werden. Merke. Und ist der Garten noch so weit? Bei diesen dreien, da gibt es Streit. Alvina, wie viel Zeit bis zur Landung? Zeit genug für dein Marvy Hammers Energiequiz! Öko-Wutz und Klimaschutz. Gar nicht so einfach, die Sache mit der Energie. Wenn sich die Menschen um den richtigen Umgang mit der Energie streiten, habt ihr ja bestimmt schon mal mitbekommen, geht es oft um die Energiequellen. Ein Beispiel. Autos. Die meisten Autos fahren mit Benzin und Diesel. Benzin und Diesel wird aus Erdöl hergestellt. Erdöl gilt als eine nicht erneuerbare Energiequelle. Und jetzt kommt meine erste Frage. Was ist denn eine nicht erneuerbare Energiequelle? Bleiben wir mal beim Beispiel Erdöl. A. Das Erdöl ist irgendwann aufgebraucht. Oder aber B. Irgendwann ist das Erdöl aufgebraucht. Oder aber C. Das ganze Erdöl ist irgendwann aufgebraucht. Na? Da staunt ihr was? Alle Antworten sind nämlich richtig. Das steht unumstößlich fest. In etwa 100 Jahren werden die Erdölvorräte der Erde aufgebraucht sein. Darauf müssen sich die Menschen vorbereiten. Sie müssen sparsam mit dem Erdöl umgehen und darüber nachdenken, ob die Autos auch mit anderer Energie fahren können. Zum Beispiel mit Wasserstoff. Wasserstoff ist schier unerschöpflich und umweltfreundlich. So, Erdöl ist also eine nicht erneuerbare Energiequelle. Kohle und Erdgas auch. Oder Uran, das braucht man für Kernenergie. Alle diese Energiequellen gehen irgendwann zu Ende. Was bezeichnet man denn, und das ist meine zweite Frage, als erneuerbare Energie? Oder anders gefragt, bei erneuerbaren Energien werden A. neue Energievorräte verbraucht. Oder aber B. wenig Energievorräte verbraucht. Oder aber C. keine Energievorräte verbraucht. Neue, wenig, keine. Na? Antwort C ist richtig.
Bei erneuerbarer Energie werden keine Vorräte verbraucht. Sie sind, wie man in der Fachsprache sagt, keine begrenzten Ressourcen. Und was bedeutet das? Denkt mal scharf nach. Na? Sonne, die scheint doch immer. Okay, manchmal sind Wolken davor, aber irgendwo scheint sie immer. Oder Wind, der weht doch immer irgendwo. Und Wasser, denkt an die Flüsse und die Ozeane, ist auch immer da. Sonne, Wind und Wasser zählen zu den erneuerbaren Energien. Daraus kann man Strom gewinnen, den jeder braucht. Für CD-Player, für die elektrische Zahnbürste. Außerdem aus Biomasse und Erdwärme. Oh, danke, Alvina. Das müsst ihr euch aber nicht alles auf einmal merken. Apropos Erdwärme. Damit kennst du dich anscheinend aus, Alvina. Positiv. Bitte? Ich fasse zusammen. Erdöl und Gas reichen nur noch ein paar Jahrzehnte, um den Energiebedarf der Weltbevölkerung zu decken. Erneuerbare Energie wie Sonnenenergie und Windenergie können das Erdöl oder das Gas aber nur zum Teil ersetzen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Tief in der Erde herrschen Temperaturen bis zu 6000 Grad. Noch im äußeren Erdmantel kann man ungefähr 1300 Grad messen. Diese Hitze kann man in Energie umwandeln. Und jetzt kommt unsere dritte Frage. Wissenschaftler haben ausgerechnet, wie lange die Erdwärme den Energiebedarf aller Menschen decken könnte. Was glaubt ihr? A. 30 Jahre? B. 30.000 Jahre? Oder C. 30 Millionen Jahre? Darf ich sagen? Oh, darf ich sagen? Negativ. Du kannst dich auf deinen Platz begeben und anschnallen. Wir landen gleich. In meinem alten Studio? Positiv. Aber erst die Antwort. Die Wissenschaftler glauben, mit Erdwärme oder Geothermie kann man den Energiebedarf der ganzen Welt für 30 Millionen Jahre decken. Antwort C ist also richtig. Kann der Hausmeister mit Erdwärme auch Energie im Studio sparen? Ganz so einfach ist das nicht. Und Achtung! Ja, holla. Studiogebäude und Wiedersehensfreude. Ganz auf meiner Seite, Herr Hemmer. Guten Flug gehabt? Hier zieht's ja wie Hechtsuppe. Naja, die Fenster sind schon ziemlich oll mittlerweile. Kann sein, dass... Durch alte Fenster geht die meiste Heizenergie verloren. Na, dann bin ich ja richtig froh, dass ich jetzt hier Unterstützung habe. Echte Energiesparexperten. Also eine wirkliche Energiesparexpertin wohnt in den USA. Sie und ihre Freunde haben so einiges ausprobiert. Ich bin auch schon gespannt auf ihre Hörreportage. Wie jetzt? Das hören wir jetzt uns an, oder? Ja, das ist der Plan. Ach so. Ruhe jetzt. Es geht los. Hi Marvi, ich könnte echt in die Luft gehen. Benny hat mal wieder die Waschmaschine auf Touren gebracht, nur um sein geliebtes Trikot mit der 38 zu waschen. Von den Midtown Raccoons, seiner Baseballmannschaft. Benny ist mein Zwillingsbruder. Wir sehen uns sehr ähnlich. Aber in vielen Dingen sind wir unterschiedlicher Meinung. Zum Beispiel beim Thema Energiesparen. Womit ich wieder bei der Waschmaschine bin. Die ist so alt wie wir, 14 Jahre. In einer Tabelle habe ich gelesen, dass sie gut 100 Liter verbraucht. In diesem Fall für ein einziges verschwitztes T-Shirt. Was für eine Verschwendung! Du und deine Raccoons, habe ich ihn angepfiffen. Du bist selbst so ein Waschbär. Ach so, du weißt noch, was TJ bedeutet, oder? Total Jerk, knurrte er zurück. Total Jerk. Oder auf Deutsch, total Jeck. Eigentlich steht das T und das J für Tallulah Jane. Naja, TJ mag ich lieber. Benny und ich, Mom und Dad, wir sind die Millers. Wir leben in der Pansy Road, die sich durch eine Vorortsiedlung schlängelt. Die Häuser und die Vorgärten mit ihren weißen Gartenzäunen sind sich sehr ähnlich. Benny, der Trottel, ist schon mal nach der Schule ins Falsche gelaufen. Na klar, überall stehen 2 Autos in der Garage, in jedem Zimmer gibt es einen Fernseher und an den Fenstern sieht man die großen grauen Kästen der Klimaanlagen. Ich sitze ja lieber am offenen Fenster und höre Musik.
Kid Rock, Justin Timberlake oder kennt ihr Pink? God is a DJ und so? Bestimmt. Pink ist immer so schön aufmüpfig. Hat sogar über den Präsidenten gelästert. Den alten, George W. Bush. Der hat sich auch nie für die Umwelt interessiert. Genauso wie Mom und Dad. Beide haben einen Job, Downtown in der Innenstadt. Dad macht oft Kundenbesuche. Daher fährt jeder morgens mit seinem eigenen Auto los. Anders als in vielen europäischen Städten gibt es in Amerika kaum Linienbusse oder Bahnen, die in die Vororte fahren. Neulich gefiel mir die Musik im Radio nicht. Da bin ich auf einen Lokalsender gestoßen. Da wurde viel gequatscht, aber echt interessant. Es ging um die nicht erneuerbaren Energiequellen. Erdöl, Erdgas zum Beispiel. Holy moly! Die Vorräte gehen irgendwann zu Ende. Aber mir glaubt's ja keiner. In der Pansy Road scheint das auch keiner mitzubekommen. Gegenüber wird die Außenbeleuchtung so gut wie nie abgeschaltet. Und neben uns zieht mal wieder der Rasenmäher, ein fettes Teil, auf dem man sitzen kann, seine Runden. So ein Aufsitzrasenmäher stößt in einer Stunde so viele Abgase aus wie 34 Autos. Plötzlich höre ich eine bekannte Stimme im Radio. Nanu? Mein Biolehrer? Dann fällt's mir ein. Mr. Penman will seit Jahren die Schule auf Sonnenenergie umrüsten. Anscheinend wirbt er gerade für Sponsoren. Und wieder einmal höre ich den Satz, den ich schon aus dem Unterricht kenne. Wir alle können etwas tun. Wir haben es selbst in der Hand. Nur eines sollten wir sofort tun. Anfangen. Aber wie? Wenn man Energie sparen will, dann muss man doch erst mal wissen, wie viel Energie man verbraucht. Gibt es da eine Methode, Mr. Penman? Na klar, den ökologischen Fußabdruck. Wie bitte? Ich erklär's euch. Alles, was wir verbrauchen, Fleisch, Gemüse, Wasser oder Holz, Getreide oder Diesel, all das braucht einen Teil unserer Erdoberfläche, um entstehen zu können. Ein anderes Beispiel: Um Müll und Abgase von Kraftwerken wieder unschädlich machen zu können, brauchen wir Naturkapazitäten. Fläche gehört zu den begrenzten Ressourcen auf dem Planeten, denn die Erde wächst ja nicht. Teilt man die nutzbare Fläche unserer Erde auf alle heute lebenden Menschen auf, dann entfallen auf jeden Menschen etwa 1,8 Hektar. Hektar, das ist eine Flächenbezeichnung für 100 mal 100 Meter. Kenne ich, aber ich verstehe es trotzdem nicht, sagt Patty, immerhin unsere Klassenbeste. Einen Moment. Mr. Penman geht an die Tafel. Jeder kann mit Hilfe einer Tabelle ermitteln, wie viel Energie der Einzelne verbraucht. Mit Waschen, Kochen, Reisen, Heizen und so weiter. Nehmen wir mal an, mein ökologischer Fußabdruck wäre 4 Hektar groß. Genau diese Fläche würde gebraucht, zum Beispiel für den Anbau von Kartoffeln oder das Halten von Tieren, um das auszugleichen, was ich persönlich an Energie verbrauche. Jetzt haben es alle geschnallt. Das nennt man also ökologischer Fußabdruck. Sehr einprägsam, finde ich. Denn ähnlich einem Fußabdruck hinterlässt der Mensch mit seinem Energieverbrauch Spuren auf der Erdoberfläche. Je höher der Energieverbrauch ist, desto größer ist auch der Fußabdruck und desto schädlicher ist die Lebensweise für die Umwelt. Leider ist der Fußabdruck der meisten Menschen viel zu hoch. Ein durchschnittlicher Inder kommt mit 0,8 Hektar aus. Der durchschnittliche Österreicher lebt mit 4,6 Hektar schon über unsere Verhältnisse. Aber jetzt kommt's. In den USA ist der ökologische Fußabdruck pro Person 9,6 Hektar groß und liegt damit von allen Weltbewohnern an der Spitze. Puh, wir leben also sprichwörtlich auf zu großem Fuß. Würden alle Menschen auf der Erde so leben wie wir, sagt Mr. Penman, bräuchten wir gleich 3 Planeten, um unsere gewohnte Lebensweise mit Essen, Fernsehen, Reisen und so weiter aufrechthalten zu können.
Und jetzt zu uns. Jetzt wird addiert. Da kommt einiges zusammen. Mom und Dad sind täglich mit 2 Autos unterwegs. Das produziert sehr viele Abgase. Am meisten davon den Schadstoff CO2, das klimafeindlichste Gas, das auch für den gefährlichen Treibhauseffekt sorgt. Einfach ausgedrückt, je mehr CO2 zusätzlich in die Atmosphäre gepustet wird, desto wärmer wird es auf der Erde. Und das kann böse Folgen haben, für den Menschen wie für die Tiere. Am meisten Energie geht wohl beim Reisen drauf. Vor allem das Fliegen zu den Großeltern nach Kanada schlägt echt zu Buche. Auch beim Wohnen, da schneiden wir super schlecht ab. Die Küchengeräte, die vielen Fernseher, gleich 3 Computer, den ganzen lieben langen Tag auf Standby. Auch die Lampenkabel stecken immer in der Steckdose. Dad ist mittlerweile voll im Thema und weiß daher, auch das verbraucht Strom und damit Energie. Außerdem läuft die ganze Zeit die Klimaanlage. Ich glaube, ich habe den meisten Nachbarn etwas voraus. Ich weiß wenigstens, dass man Fenster auch öffnen kann. Dass Dad nach einem anstrengenden Tag die Badewanne benutzte und damit viel mehr Wasser verbraucht als beim Duschen, da drücke ich mal ein Auge zu. Aber dann habe ich Benny wieder erwischt, wie er sein blödes, nasses Trikot in den Wäschetrockner gepackt hat. Ich habe ihm dann gezeigt, wie das anders geht. Rausgehen und einfach auf die Leine hängen. Da ging ihm ein Licht auf. Wie bei den Pfadfindern. Cool, TJ. Es war Freitagnachmittag. Auf MTV lief gerade ein Musikvideo von Pink. Alle lümmelten auf dem Sofa rum. Ich stellte den Fernseher leise und räusperte mich. Liebe Familie, sagte ich, aufgepasst. Ich habe mal alles addiert. Umgerechnet ist unser ökologischer Fußabdruck atemlose Stille. Dear Mr. President, how do you sleep at night? Sang Pink. Unglaubliche 10 Hektar pro Person. Feixt Benny. Na und? Das ist über dem Durchschnitt, sagte ich. Wir verbrauchen als Familie viel mehr, als wir dürften. Sogar mehr als der durchschnittliche Amerikaner. Wer bitteschön soll das ausgleichen? Eine indische Familie zum Beispiel? Oder 10 indische Familien? Dann mach du mal gleich den Fernseher aus, sagte Dad. So, der Fernseher. Jetzt war ich es also. Mit einer Zornesfalte auf der Stirn gab ich den Rüffel weiter. Benny, sagte ich, du denkst beim nächsten Mal bitte selber dran, dass es draußen eine Wäscheleine gibt. Mom schmeißt auch immer alles in den Wäschetrockner, TJ, konterte mein blöder Zwillingsbruder. Mom setzte noch eins drauf. Was bleibt mir denn anderes übrig bei dieser Luftfeuchtigkeit? Und überhaupt, wenn wir mal beim Thema sind... Aber dann lächelte sie und sagte, wisst ihr was? Jedes Familienmitglied ist auf seine Weise für das schlechte Ergebnis verantwortlich. Und jetzt? Schluss mit der Energieverschwendung, meinte Dad. Am besten gleich anfangen, ergänzte ich. Mr. Penman würde stolz auf mich sein, denn jetzt wurde sie geboren, meine Mega-Idee. Ein 4-Wochen-Experiment. Yes! Wir starten ein Experiment zum Klimaschutz und testen, wie viel Energie wir in 4 Wochen sparen können. Eine echte Energiediät. Das Leichteste zuerst. Sofort wurden alle nicht genutzten Geräte aus der Steckdose gezogen und Dad tauschte alle normalen Glühbirnen durch Energiesparlampen aus. Denn die verbrauchen sehr viel weniger Strom. Ab 2014 soll es in den USA nur noch Energiesparlampen geben. Aber man kann ja schließlich schon mal anfangen. Aber mit dem Autofahren ist das so eine Sache. Der Weg in die Stadt ist zu weit, um zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Und Bus und Bahn gibt es hier nicht. Aber warum nicht nur ein Auto statt 2 Autos benutzen? Mit einem Auto wird viel weniger CO2 ausgepustet als mit 2. Und tatsächlich, Mom und Dad brachten ein großes Opfer. In den nächsten 4 Wochen fuhren Mr. und Mrs. Miller gemeinsam zur Arbeit. Meistens jedenfalls. Und zwar nicht mit dem fetten SUV, sondern mit dem kleinen roten, den Dad auch japanisches Spielzeugauto nennt. Manchmal waren sie ganz schön genervt. Jeder Morgen begann mit einer komplizierten Absprache. Muss ich dann jetzt auch jedes Mal mit, wenn Claire nach der Arbeit zur Maniküre geht? Fragte Dad einmal spöttisch.
Der Wäschetrockner wurde gleich aus der Steckdose gezogen und auch die Klimaanlage nur stundenweise angeschaltet. Stattdessen wurde mal der Sommer ins Haus gelassen. Fenster auf. Herrlich. Ich mache das ja ohnehin und beschalle die Pansy Road mit All Summer Long von Kid Rock und Stupid Girls, natürlich von Pink. Get ready, fire! Was hat denn die Spielkonsole mit dem Energiesparen zu tun? Benny fand einiges an unserem Experiment stupid. In einem Anfall von Großmut hat er sich dann doch bereit erklärt, 4 Wochen auf die Konsole und auf sein geliebtes Wii zu verzichten. Dann entdeckte er, dass Tennis mit echten Schlägern und Bällen auch Spaß machen kann. Ich habe ihm natürlich beim ersten Mal gewinnen lassen. Stupid Boys. Jetzt fragt ihr euch sicher, ob ich nur klug quatschen kann oder auch bereit war, ein Opfer zu bringen. Na klar war ich das. Früher liefen Musik und Musikfernsehen bei mir vom Aufstehen bis zum Ins-Bett-Gehen. Jetzt gestatte ich mir nur 1 Stunde am Tag. Hoffentlich reicht das, um den ökologischen Fußabdruck der Millers schrumpfen zu lassen. Vier Wochen waren schnell um. Ich schlug vor, dass wir in die Schule fahren und Mr. Penman das Ergebnis dort direkt vor unseren Augen ausrechnet. Das ist zwar Benzinverschwendung, aber wir fuhren ja immerhin zu 4. Mr. Penman druckte die Zahlen aus und machte es spannend wie ein Quizmaster. Dann gratulierte er. Kompliment. Ihr habt tatsächlich Energie gespart. Die Größe eures ökologischen Fußabdrucks liegt jetzt nur noch bei 8 Hektar pro Person. Wenigstens unter dem amerikanischen Durchschnitt. Aber immer noch ganz schön viel. Dabei sind wir in der letzten Woche sogar zu Fuß ins Schwimmbad gelaufen. Die Nachbarn dachten, wir hätten einen Knall. So schwer ist es also gar nicht, Energie zu sparen und die Umwelt zu entlasten. Unsere Energiediät war ein Erfolg. Auch Mr. Penman war bester Laune. Heute Morgen bekam er einen Anruf vom Elternverein. Es sind genug Spenden zusammengekommen, um das halbe Schuldach mit Solarzellen zu bestücken. Vorher soll das Gebäude auf schlecht isolierte Stellen getestet werden. Heizen und Kühlen kann die Hälfte aller Energiekosten verschlingen. Dad hörte gut zu. Schließlich haben wir in diesem Monat schon einiges an Stromkosten gespart. Als wir nach Hause kamen, hatte Benny noch eine Überraschung für mich. Er packte seine Gitarre aus der Ecke und spielte mir einen Pink-Song vor. Get the party started. Unplugged, sagte er. Ohne Strom. Verbraucht weniger Energie als deine Anlage. Da musste ich ihn dann doch mal knuddeln. Obwohl, naja, Pink im Original dann doch irgendwie anders klingt. Mehr nach Pink. Das ist ja schön und gut, aber das kann man ja nicht vergleichen jetzt. Das ist ja in Amerika. Und aber die Probleme sind die gleichen. Und die Lösungen auch. Ich habe da schon einiges notiert. Na, ich weiß nicht. Also, Herr Helmer, was meinen Sie denn? Bitte? Ich versuche gerade meine World Reporter an die Strippe zu bekommen. Die haben sich gerade noch furchtbar gestritten. Die wissen auch nicht, was die beste Methode ist. Um einen schönen Garten anzulegen. Hey, JC, Ming und Roberto, habt ihr euch geeinigt? Sorry, JC. I didn't mean to scare away your bees. Okay. And I didn't mean to flood your vegetables, Roberto. Okay, Ming. Aha. Roberto wollte gar nicht die Insekten verscheuchen. Und Ming hatte gar nicht vor, Robertos Gemüse zu überfluten. So. There you go, JC. No more chemicals for me. Thanks, Roberto. Dosenfraß und Dreckschemie. Roberto hat das ganze Zeug in die Tonne geworfen. And you don't have to worry about your vegetables anymore, Roberto. A stream and a fountain are also nice. That's brilliant, Ming.
Nur noch ein kleiner Bach und ein Springbrunnen. Ming hat also auch den Wasserhahn zugedreht. Ah, this is the life. Enjoying the flowers. And the insects. And eating delicious vegetables. And listening to the lovely sound of water. Gardens are brilliant. World Reporters, go! Und wann hören wir uns wieder? Bei der World Reporters Show! So ist ja alles auch ganz farbenfroh und schön, aber mal zur Sache allmählich, Herr Hämmer und Frau Blechbüchse. Was leuchtet denn da so? Alvina ist mein Name. Aha, angenehm. Kruse, Meinhard Kruse. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich soll heute Abend ein Konzept vorlegen. Konzept? Ich dachte, wir bauen gleich um. Neue Fenster, Dämmplatten an die Wände, Heizenergie durch Erdwärme, Solarzellen auf dem Dach, Joche. Stopp! Gute Ideen. Damit kann man viel Energie sparen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt 8 nützliche Tipps, die man sofort in die Tat umsetzen kann. Na klar. Nützlich? Das klingt schon mal gut. Das ist ein Ansatz. Bin ja mal gespannt. Dann leg mal los, Alvina. Ich setz mich inzwischen in meinen alten Sessel. Gecko mio. Ist das schön? Erstens, Heizkörper abdrehen, wenn du für längere Zeit aus dem Studio gehst. Besonders abends. Ja, klar. Das macht Sinn. Zweitens, alle Geräte ausschalten, wenn du aus dem Raum gehst. Licht aus, PC aus, Drucker aus, Musikanlage aus. Die Geräte so abstellen, dass sie nicht im Standby-Betrieb Energie verbrauchen. Wie dieser Fernseher hier. Energiefresser. Drittens, Glühbirnen überprüfen. Energiesparbirnen halten nicht nur viel länger als herkömmliche Birnen, sie verbrauchen auch weniger Energie. Na, das ist ja jetzt auch Pflicht. Habe ich gesehen. Gelesen. Ihr guckt im Fernseher. Als er an war. Viertens, lüfte kurz, aber gründlich. Am besten mehrere Fenster öffnen und die Luft quer durch den Raum entweichen lassen. Während des Lüftens Heizung abdrehen. Naja, das kann aber auch mal zu kalt werden. Fünftens, immer der Jahreszeit entsprechend anziehen. Das heißt an kalten Tagen Hausschuhe, Strümpfe und Pullover oder entsprechende Kleidung. Dann wird dir bei 20 Grad Celsius sicher nicht kalt. Moment, das muss ich mir aufschreiben. Keine Sandalen im Winter. Und keine weißen Socken. Hä? Was? Sechstens, in der Küche die Heizung so wenig wie möglich anmachen. Besonders in kleinen Küchen wie dieser. Beim Kochen und Backen wird es ohnehin warm. Oh, Futter. Damit kann man sich das Heizen eigentlich sparen. Außerdem und siebtens, stelle die Spülmaschine erst an, wenn sie komplett gefüllt ist. Sehr richtig. Sehr... Gibt es hier ein Bad? Keine Ahnung. Ach so, doch. Achtens, duschen statt zu baden. Für ein Duschbad muss viel weniger Wasser erhitzt werden als für ein Wannenbad. Das ist der Duschbad Boogie. Das ist der Duschbad Boogie. War's das, Alvina? Fürs Erste, ja. Jetzt reden wir über undichte Fenster und Türen. Na gut. Inzwischen gibt's meine World Reporter Show. Marvy Hammers World Reporter Show. Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter erlebt haben. Viel Spaß. Enjoy yourself. Hier ist das neueste Abenteuer von JC, Ming und Roberto. Schlagt das Heft auf und lest einfach mit. Let's listen to the comic first. Please turn to page 38. The World Reporters and the Energy Mix.
Aha. Meine Mikrochips sagen mir, dass die World Reporter etwas zu feiern haben. Roberto heizt einen Grill an, JC packt ihren Rucksack aus und Ming deckt den Tisch. Hooray! Holidays at last! We have to celebrate. There's no electricity here. Have you got the right things? Of course. Wind power is cool, believe me. But I prefer the sun. It will never go out. Oh, das ist vorbildlich. JC hat kleine Sonnenkollektoren mitgebracht und Ming baut anscheinend ein kleines Windrad. Was ist mit Roberto? Der verschwindet im Wald. Hey, Roberto! Where are you going? To my power source. Leave him be. I have finished. Me too. Let's have some music. Now it's... Party time! Yeah! Jetzt geht die Party richtig los. Mit Partylichtern und Musik. Oh, Roberto kommt zurück. Would anybody like a cool drink? Yes, please! Oh. Solar power, huh? But no sun? No power. Huh? Wind power? Huh. But no wind? No power! The wind always blows, of course. But the sun only shines during the day. Genau. Wenn die Sonne nicht mehr scheint, geht die Musik aus. Und wenn der Wind nachlässt, die Lichter. Hey there, don't fight. How about an ice-cold drink? Ice cold? But how? I know! You're using Water power. Because water always flows. Day or night, windy or not. Give me your plugs. Aha! Roberto war schlauer. Das Wasser im Bach läuft immer und versorgt seine Kühlbox mit Strom. Na, dann Prost, ihr drei Energieexperten. It's the perfect energy mix. so the show can go on. Yippee! Ein tolles Abenteuer. Jetzt könnt ihr zurückblättern und euch den großartigen Schnappschuss anschauen. Look at this great snapshot. Now turn to page 3. Snapshot. JC's notes. Listen to what this porcupine is telling. I raise my spines. Now I turn around and hit a wolf with my tail. Na, was gibt's in den World News? What's in the World News, Ming? Please turn to page 6. World News. Ming's notes. Here's some news about Lucy, a very, very big diamond. Lucy used to be a brightly burning sun. It burnt up all its hydrogen. And all that was left was a small star. Please turn to page 8.
A paradise for playing. Tiere lernen durch Spielen. I love to play too. Und jetzt bist du dran. Sprich die Wörter einfach nach. These are dusky leaf monkeys. Armpit. Branch. Leaf. Dark fur. Light fur. Tail. Knee. Trunk. Gut gemacht. JC's notes. Now, Kraken snaps at Trooper's bottom. But the lizard only wants to play and pinches a handkerchief from Trooper's jeans. JC's report from Vancouver, Canada. Hello, Marvy. Today is my lucky day. I'm allowed to swim with Keela, the beluga whale at the Vancouver Aquarium. She can make huge ring-shaped bubbles. I'm going to try this too. Okay, I'm taking air into my mouth and diving underwater. This is easy. Now I have to push the air out. Bloop. Just a tiny round bubble. Maybe I have to use my tongue. Bloop. No way! I can't do it. What a pity. But Keela has given me one of her bubbles to swim through. Wow, that's fun. Bye-bye. Turn to page 12, please. The Great Tournament of Knights. Roberto schlüpft in eine Ritterrüstung. Charge! Und jetzt bist du wieder an der Reihe. Sprich die Wörter einfach nach. This is a warhorse. Knight. Reins. Saddle. Tail. Hoof. Snaffle. Mane. Standard. Haha! Applaus, Applaus, Applaus! Look for it. Fire. Bell. Belt. Roberto's notes. The knight proves his ability. The lady is watching. She gives him her veil. Letter to Marvy. Sender, Matti Lindelbauer, 8, from Munich. Hello, Marvy. My name is Matti, and I come from Munich. I love to go to the Knights' Joust in Kaltenberg. I go there 2 or 3 times a year because it's so cool and so much fun. The knights ride on horses. They fight each other with long lances and big swords. It's exciting. The Black Knight looks dangerous, but he's very nice when he's not in his costume. Once he played football with me during his break. The Black Knight is not really a knight, you know. He's a stuntman. I also love the market. There are lots of jugglers and witches there. One of them has a snake around her neck. A real snake. Yours, Matti. Turn to page 18 now. Finally rich. Wo du Schätze entdecken kannst. Jetzt wieder du.
Sprecht die Worte einfach mal nach. This is an antique. Bowl. Octopus. Sucker. Shell. Hand. Fingernail. Das ist ein echter Bringer. Jubel! Ming's notes. Matt discovered a box behind the insulation. Inside, there were some old silver coins. In today's money, they are worth 1,500 euro. Turn to page 20, please. A hotel for frogs. JC hüpft mit Fröschen um die Wette. I like your big, shiny eyes. Und nochmal, du. Die Wörter einfach nachsprechen. Ihr erinnert euch. This is a frog rescue. Frog. Net. Bucket. Rubber boot. Biologist. Wow. Gut gemacht. JC's notes. A frog is ill. A biologist catches it. It is pampered in the hotel. JC's report from Panama. Hello, Marvy. I'm reporting from Panama in Central America. I am in the middle of the rainforest. The air is warm and humid. I can hear loud croaking. That must be frogs. Hundreds of them. I have to be careful not to step on any. There's a blue one over there. It's certainly poisonous. I'd better stay away from it. Oh, but this one looks nice. It's brown and has a spiky head. Is it wearing a crown? Wait, maybe it's an enchanted prince. I guess there's only one way to find out. I have to kiss it. Are you ready? And now? Nothing. It's still just a very nice, but a very slimy frog. What a pity. Bye-bye. Ich hab die allertollsten Leser. Ole, ole. Die schreiben mir, was sie alles erlebt haben. Let's hear what this reader is reporting. Please turn to page 29 now. Reader's report. Tobias Heinemann, 9 years old, from Wuppertal. I am in our school's newspaper team. Twice a year, we bring out our school newspaper, which is called Kata Dö, Katholische Tagesschule Dönberg. It is full of jokes, puzzles, and reports. We also have interviews with our teachers, and we are looking for sponsors to help print it. My favorite part in the team is to work on the computer. Yours, Tobias. Turn to page 30, please. Energy for the future. Wind, Sonne, Erde und Wasser liefern uns kostenlose Energie. Wir sollten sie nutzen. What is new about renewable energy? It's so cool! I can generate electricity with my leg muscles. Jetzt wieder du. This is a wind turbine. Nacelle. Gearbox. Generator.
power. Axis of rotation. Rotor shaft. Rotor blade. Super! Wow! The ocean is amazingly powerful. It's much too strong for me. Ming interviews Ansgar Kine. He is an energy expert from the World Future Council for Renewable Energy. What are the advantages of renewable energies? The sources of these energies are endlessly available, like the sun or the wind, and they don't pollute the environment or produce nuclear waste. Which renewable energy source will be the most successful? I think it will be the sun. Every day it provides the Earth with much more energy than we need. What do you do at home to save energy? I use energy-saving light bulbs only. Plus, I always switch off the standby mode on all electrical appliances. In winter, I prefer to wear 2 sweaters than turn up the heating. Ming's notes. The water is too cold. Place a garden hose in the sun. The water in the hose is warm. We certainly need more electricity from renewable energy. Please turn to page 44 now. Fun stuff. Fun Stuff! Ach, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Fanfare! JC's tongue twister. Say this fast 3 times. This cheeky duckling can't quit quacking. 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 Haha! Applaus, Applaus, Applaus! Sports funnies. Keep your fist clenched and walk with me. Gotta go. SpongeBob is making me shrimp salad. Und nochmal, du. Die Wörter einfach nachsprechen. Ihr erinnert euch. What in the world? Jelly bean. Cat's eye. Butterfly fish. Window. Running track. Kiwi fruit. Opal. Balloon. Airship. Ach, es ist so gemütlich hier. Wollen wir nicht eine Nacht in meinem alten Studio bleiben, Alvina? Negativ. Heute Abend beginnen hier die Bauarbeiten. Energiesparmaus und Passivhaus. Na klar, habe ich schon ganz verdrängt. Wofür sind diese schweren Platten, Herr Mausmeister? Hausmeister. Was? Dämmplatten aus dem Baumarkt. Damit nicht so viel Wärme verloren geht. Und dann werden auch gleich die Fenster ersetzt. Damit er die so zieht. Stehst du? Apropos ziehen. Ich weiß, Alvina, es ist soweit. Pilotensessel vorgewärmt. Negativ. Energiesparmaßnahme. Na gut. Dann also Abflug. Das war's für heute. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa, Herr Hämmer! Hossa, Sie haben da was auf dem Kopf, Herr Hausmeister. Ja, was denn? Ein Ei. Sie haben ein Ei auf dem Kopf. Oh, warte!
Frech wie Rotz, der Kerl. Ich nehme dir die Batterien aus. Das spart auch ein bisschen. Als Bonustrack hört ihr jetzt noch die Hörreportage in Englisch. Report. The Energy Diet. Hi, Marvy. I am so mad right now. Benny has started the washing machine again. Just to wash his favourite jersey. The one with the number 38 on it. From the Midtown Raccoons. That's his baseball team. Benny is my twin brother. We look a lot alike, but we sure don't think alike. Conserving energy is a perfect example. Which brings me back to the washing machine. It's the same age as we are, 14 years old. I read that it uses more than 100 litres of water in a single cycle for one sweaty shirt. What a waste! You and your stupid raccoons! I shouted at him. Oh yeah, you know what TJ stands for? Total jerk, he growled back as he stomped off to his room. That's not really what TJ stands for. Tallulah Jane is my real name, but I like TJ much better. Benny and I, Mum and Dad, we're the Millers. We live on Pansy Road, which winds through our suburb. The houses and front gardens, with their white picket fences, are all very similar. Benny, the goober, even ran into the wrong house one day after school. Of course, there are 2 cars in every garage. There's a television set in every room, and you can see the big grey boxes of the air conditioners in the windows. I prefer to sit at the open window and listen to music. Kid Rock, Justin Timberlake, or have you heard of Pink? God is a DJ. You know. Sure you have. Pink is always so rebellious. She even slammed the President of the United States. The old one, George W. Bush. He's never been much interested in the environment, just like Mum and Dad. They both have jobs, downtown in the city centre. Dad often has to visit his customers, which means they need to take separate cars. Unlike many European towns, there are very few bus lines or trains in America that service the suburbs. The music on the radio hasn't been that good lately, so I started changing stations. That's when I stumbled across a local radio station. There was a lot of talking, but it was really interesting. They were talking about non-renewable energy sources. Crude oil and natural gas, for example. Holy moly! World reserves are going to be used up soon. But no one believes me. No one on Pansy Road seems to get it either. The outside light across the street is never switched off, and the lawnmower, a fat one you can sit on, is making its rounds. A riding lawnmower produces as much emissions in an hour as 34 cars. I suddenly hear a familiar voice on the radio. Huh? My biology teacher. Then it occurs to me. Mr. Penman has been trying to convert the school to solar energy for years. He's apparently looking for sponsors. And then I hear the sentence I already know from class. All of us can do something. It's in our hands. There's just one thing we should do immediately. Get started. But how? If you want to save energy, then you first have to know how much energy you're using. Is there a way to measure that, Mr. Penman?
Of course. Your ecological footprint. Pardon? I'll explain it to you. Everything we consume, meat, vegetables, water or wood, grain or diesel, needs a part of our Earth's surface to be grown, extracted or processed. And in order to make trash and waste products from power plants harmless again, we need natural capacity. Land is just one of the restricted resources on the planet. Because the Earth doesn't grow. If we divide all the usable land on the Earth by all the people living today, we come up with 1.8 hectares for every person. A hectare is an area of land about 100 by 100 meters. I know that, but I still don't understand, says Patty, the best student in the class. Just a moment. Mr. Penman goes to the chalkboard. Using a calculation table, we can find out how much energy a single person uses up with washing, cooking, traveling, heating, etc. Let's assume my ecological footprint is 4 hectares. I would need that much land to cultivate potatoes or to raise animals, for example, to compensate for what I personally use in energy. Now everyone gets it. That is what we call an ecological footprint. I find it very easy to understand if you imagine every person leaving a footprint of his or her energy consumption on the Earth's surface. The higher the energy consumption is, the larger the footprint, and the more harmful for the environment. Unfortunately, the average footprint for most people is far too high. An average person in India gets by on 0.8 hectares. The average Austrian, with 4.6 hectares, is already living above standard. And just wait! In the USA, the average footprint per person is 9.6 hectares and is the largest in the world. Wow! We're literally living too big for our shoes. If everyone on the Earth lived like us, Mr. Penman says, we would need 3 planets to maintain our way of life: travelling, eating, watching television. And now, for me and my family, let's add it together. We come up with quite a total. Mum and Dad are underway, every day with 2 cars. This produces a lot of emissions, mostly the pollutant CO2, the most climate-hostile gas which contributes to the dangerous greenhouse effect. Simply put, the more CO2 that is blown into the atmosphere, the warmer the Earth gets. And this can have bad consequences for both humans and animals. We use the most energy when travelling. Flying to the grandparents in Canada really makes the footprint bigger. The way we live also has a dramatic impact. All the kitchen appliances, the numerous television sets, the 3 computers, the whole live-long day on standby. Even the lamp cables are always plugged in. Dad is totally wrapped up in the subject now too, and knows this also uses electricity. In other words, energy. The air conditioner is also running all the time. I think I have an advantage over most of our neighbours. At least I know how to open a window. That Dad uses the bathtub after an exhausting day and thus consumes much more water than when taking a shower, well, I turn a blind eye to that. But then again, I caught Benny packing his silly wet shirt into the dryer.
I showed him how to do it differently. Go outside and simply hang it on the clothesline. I think a light finally went on in his little head. Ah, just like in the Boy Scouts, TJ. It was Friday afternoon. There was a music video from Pink running on MTV. Everyone was lounging around on the sofa. I turned down the volume on the TV and cleared my throat. Dear family, I said, pay attention. I have added everything up. Our ecological footprint has been calculated. Breathless silence. Dear Mr. President, how do you sleep at night? Sang Pink in the background. An unbelievable 10 hectares per person. Benny smirks. So what? This is far above average, I said. We consume more as a family than we should. Even more than the average American. Please tell me something. Who is supposed to compensate for us? An Indian family, perhaps? Or maybe 10? Then switch off the TV, Dad said. Right, the television set. So it was me again. Drawing my eyebrows together, I passed the blame to my brother. Benny, I said, you need to think about using the clothesline on your own next time. But Mum throws everything into the dryer too, TJ, my stupid twin brother countered. Mum threw in her 2 cents as well. What else am I supposed to do in this kind of humidity? And while we're on the subject... But then she smiled and said, you know what? Every member of the family is responsible for this horrible result, each in his or her own way. So what next? No more wasting energy, Dad said. Best to get started now, I added. Mr. Penman would have been proud of me, because then came my mega idea. A 4-week experiment. Yippee! We started a climate protection experiment to see how much energy we could save in 4 weeks. A real energy diet. The easiest stuff first. All the unused appliances were immediately pulled out of their electrical outlets, and Dad replaced all the regular light bulbs with energy-saving bulbs, because they use a lot less electricity. Starting in 2014, there will only be energy-saving bulbs in the USA. But getting started early is always a good idea. Driving the car, however, was a little more complicated. The way to town is too long to walk or go by bicycle, and there is no bus or train. Why not 1 car, though, instead of 2? With 1 car, much less CO2 is blasted into the air than with 2. And what do you know? For the next 4 weeks, Mum and Dad made the ultimate sacrifice. Mr. and Mrs. Miller drove to work together. Mostly, anyway. And not with the big SUV, but with the little red one Dad fondly refers to as the Japanese toy car. Sometimes they were really irritated. Every morning started with them making complicated arrangements. Do I have to come along now every time Claire goes for a manicure after work? Asked Dad once mockingly. The dryer was unplugged from the outlet, and the air conditioner was only switched on occasionally for an hour or so. Summer was let into the house instead. Windows opened. Marvellous! Showering Pansy Street with All Summer Long by Kid Rock and Stupid Girls from Pink, of course. Get ready, 5! What does the game console have to do with saving energy then?
Benny found some of the things in our experiment stupid. In an astounding moment of generosity, he agreed to do without the console and without his dearest Wii for 4 weeks. He then discovered that tennis also can be fun with real rackets and balls. Of course, I let him win the first game. Stupid boys. So you're probably wondering if I'm all talk and no walk, or if I was also ready to make the big sacrifices. Of course I was. In the past, music or music television was playing in my room from sun up to sundown. Now I allow myself only an hour or so a day. Hopefully that's enough to shrink the miller's ecological footprint. Four weeks went by fast. I suggested that we go to the school and let Mr. Penman calculate the result right before our eyes. The trip to school wasted gas, but all 4 of us drove in one car. Mr. Penman printed the results and made us wait, building the anticipation like a real quizmaster. Then he congratulated us. My compliments! You have actually saved quite a lot of energy. The size of your ecological footprint is now down to about 8 hectares per person. At least below the American average, but still way too big. We even walked to the swimming pool last week. The neighbours thought we'd lost our minds. It isn't so hard to save energy and give the environment a break. Our energy diet was a success. Mr. Penman was also in a good mood. He got a call this morning. Enough donations have come together to cover half of the school roof with solar cells. The building is going to be tested for poorly insulated areas first. Did you know that heating and cooling swallow half of all energy costs? Dad was impressed as well. We've actually saved quite a bit on our electricity bill this month. When we came home, Benny had another surprise for me. He picked up his guitar from the corner and played a Pink song for me, his totally jerky sister. Get the party started unplugged, he said, without electricity. Uses up less energy than your stereo. I had to give him a hug, although, the real Pink sounds somehow different, more like pink.